Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Die Vorbereitungen auf das Supercup-Finale morgen gegen den FC Barcelona laufen auf Hochtouren und da kam eine Riesenüberraschung für Real Madrid. Anscheinend gab es eine Wunderheilung, denn Kylian Mbappé befindet sich bereits in Jeddah. Und wenn man den Worten von Xabi Alonso glauben möchte, hat er gute Chancen zu spielen. Was da los ist, den letzten Stand zu Kylian Mbappé, aber auch zu den anderen Verletzten, Rodrigo, Rüdiger etc. Alle neuesten Informationen, wie ihr es kennt, natürlich in diesem Video. Wir schauen uns auch das Training an etc., wie ihr es inzwischen kennt. Allerdings kümmern wir uns in diesem Video auch um einen gewissen Brahim, der mit Marokko immer besser in Fahrt kommt. Gestern wieder eine Spitzenleistung. Was da los ist, schauen wir uns natürlich an. Und zu guter Letzt eins der Hauptthemen in den nächsten Monaten bei Real Madrid. Wie sieht die Innenverteidiger-Situation aus? Die Position, in der mit Sicherheit im Sommer am meisten passiert. Und ein Spieler, spiegelt sich immer mehr als Topfavorit heraus. Und zwar ein Deutscher. Nico Schlotterbeck nähert sich Real Madrid an. Aber er könnte nicht die einzige Lösung sein. Wie ihr hört, auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Was um Himmels Willen geben die in Marokko Brahim zu essen? Oder welche Trainingsmethoden wenden die bei dem an? Was auch immer es ist, bitte mehr davon und bitte auch in Madrid. Was ist mit Brahim los? Brahim ist endlich wieder der, den wir bei Real Madrid sehen wollen. Er hat gestern mit Marokko in seinem 5. Spiel in diesem Afrika-Cup sein 5. Tor gemacht. Der trifft einfach in jedem Spiel und schießt Marokko fast im Alleingang ins Halbfinale des Afrika-Cups. Dort warten auf der einen Seite Marokko, auf der anderen Seite Senegal auf ihre Gegner im Halbfinale. Und Brahim ist nicht wiederzuerkennen. Das ist der Brahim, in den wir uns am Anfang verliebt haben. Der trägt Marokko und ist dazu noch torgefährlich ohne Ende. Also gute Nachrichten für Real Madrid auf der einen Seite. Ein Brahim kommt endlich wieder in Topform. Man sieht auch, wie gut ein Spieler sich entwickeln kann, wenn er das Vertrauen vom Trainer hat, wenn er die nötigen Minuten hat. Auf der anderen Seite schlechte Nachrichten für Madrid, denn dadurch, dass Marokko sich immer weiter qualifiziert, logischerweise verzögert sich die Rückkehr von Brahim nach Real Madrid. Ich bin gespannt, wie ein Xabi Alonso das lösen wird, wenn der kleine Marokkaner, die Zaubermaus, wieder zurück bei Real Madrid ist. Vielleicht ist ja dann ein Rodrigo auf links, ein Brahim auf rechts eine gute Lösung. Ja, könnt eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren lassen. Ich drücke Brahim Diaz trotzdem weiter die Daumen. Es macht Spaß, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen. Ja. Kommen wir jetzt von Brahim Diaz zu einem anderen Angreifer von Real Madrid, einem sehr erfolgreichen, dem wahrscheinlich besten Spieler dieser Welt. Kylian Mbappé. Ja, ein Xabi Alonso hatte nach dem Sieg gegen Atletico Madrid in der Pressekonferenz annonciert, ein Kylian Mbappé wird morgen zurückkommen und ihm geht es schon viel, viel besser. Er ist sogar bereit fürs Finale. Ja, und gesagt, getan. Mbappé ist bereits in Jeddah, ist bereits im Mannschaftshotel und bereitet sich auf das Finale morgen gegen Barcelona vor. Ja, der Franzose, der eine Knieverstauchung hatte und 3 bis 4 Wochen ausfallen sollte, könnte theoretisch morgen spielen. Xabi Alonso hat gesagt, der ist genauso bereit wie jeder andere. Das stimmt wahrscheinlich nicht so ganz. Xabi Alonso liebt es anscheinend so ein bisschen zu bluffen. Das hat er gegen Manchester City ja damals auch mit Mbappé gemacht, als er auf der Ersatzbank war. Ist das nur ein taktisches Manöver oder kann Mbappé wirklich spielen? Wie geht es Rodrigo? Wie geht es Rüdiger? Alle Informationen zum Krankheitsstand von Real Madrid bekommt ihr in diesem Clip. Ich glaube nun ja, die ganze Ungewissheit, die Kylian Mbappés Knie in den letzten Stunden oder Wochen umgeben hat,
endet heute. Er ist vor einer Weile gelandet. Er kam mit einem Linienflug an und ist bereits im Mannschaftshotel. Morgen wird er theoretisch das Training absolvieren, das ebenfalls am Nachmittag mit dem Rest der Mannschaft stattfindet. Und dann müssen wir mal sehen. Ich glaube, mit den Ausfällen und den körperlichen Problemen, mit denen Real Madrid das Halbfinale beendet hat, machen vor allem zwei Spieler die größten Sorgen. Und das sind Rüdiger und Rodrigo. Sie haben Probleme, haben heute nicht trainiert, sind nicht ausgeschlossen. Aber es wird schwierig für sie, vor allem für den Deutschen, am Sonntag in der Startelf zu stehen. Nun, die Ankunft von Kylian Mbappé. Mir fällt es sehr schwer zu glauben, dass Mbappé nach einer Knieverstauchung für 90 Minuten fit sein kann. Aber wenn er in ein Flugzeug gestiegen ist, das Visum bekommen hat, dann wird er wohl zumindest für eine kurze Zeit am Finaltag für 15 Minuten die Kraft in den Beinen haben, Kylian Mbappé. Klar, aber wir nehmen an, Romero, dass es so ist, oder? Vielleicht ist er nicht von Anfang an dabei, aber wenn er reist, dann weil er mindestens eine halbe Stunde in Halbzeit 2 spielen kann, falls nötig. Mir wird gesagt, dass es von Anfang an schwierig sein wird. Ich glaube inzwischen alles, was Kylian Mbappé betrifft, denn er ist ein Fußballer, der außerdem in den letzten entscheidenden Spielen, seit er bei Real Madrid ist, immer mehr oder weniger angeschlagen war mit körperlichen Problemen. Am Ende war es eine mehr oder weniger persönliche Entscheidung. Ich erzähle, was man mir erzählt, dass es für 90 Minuten sehr schwierig ist, aber dass er in der zweiten Halbzeit eine Weile spielen könnte. Ich glaube, man muss den Leuten sagen, wenn er ins Flugzeug gestiegen ist und morgen trainiert, dann, weil er, wenn nichts Ungewöhnliches passiert, am Sonntag vielleicht nicht in Topform, aber mit genug Kraft da sein wird, um der Mannschaft zu helfen. Ja, ihr habt es selber gehört, bei einem Rüdiger sieht es nicht so gut aus. Naja, wir kennen aber auch einen Antonio Rüdiger inzwischen. Bei ihm sieht es irgendwie gefühlt nie gut aus und auf einmal kann er doch, 4 Stunden vorm Anstoß heißt es doch, Rüdiger schafft es doch, er beißt auf die Zähne, was auch immer. Also bei Rüdiger maß ich es mir nicht an, ein Urteil zu fällen. Aber in Rodrigo sieht schon besser aus und ein Mbappé, ja, seien wir mal logisch, gesunder Menschenverstand. L'Equipe sprach von 3 Wochen, vor einer Woche, also der kann noch nicht bei 100% sein. Ja, vielleicht für 20, 30 Minuten. Und dazu wollte ich auch noch eine Sache sagen, weil viele haben ja in den letzten Wochen behauptet, ohne Kylian Mbappé läuft es. Wir haben einen Gonzalo, der Räume reißt, wir haben einen Gonzalo, der viel mehr nach hinten arbeitet, das steckt die anderen an, es gibt keine Diven mehr, alles funktioniert. Und ich muss sagen, ihr lagt falsch. Denn gegen Atletico Madrid hat ein Gonzalo geackert, hat Räume gerissen, hat nach hinten gearbeitet. Ein Vini auch, ein Rodrigo auch. Also die haben alle nach hinten gearbeitet, aber trotzdem haben wir einen absoluten Scheiß gespielt. Also, Real Madrid, es liegt nicht an einem Mbappé. Es liegt nicht an einem Mann, der 59 Tore im Jahr macht. Und abgesehen von den Toren, natürlich arbeitet er weniger als ein Gonzalo. Aber trotzdem wenn ein Mbappé auf der letzten Abwehrreihe steht, haben die Innenverteidiger ihn natürlich auch im Auge. Und wie viele Tore hat er gemacht durch einen langen Pass? Real Madrid, das Problem liegt meiner Meinung nach nicht im Sturm. Meiner Meinung nach liegt das Problem sowohl in der Abwehr als vor allem im Spielaufbau. Wie gesagt, wie sollen die Stürmer Tore machen, wenn die nie den Ball in einer ordentlichen Angriffssequenz präsentiert bekommen? Ich habe euch meine Meinung dazu gestern in dem Video schon gesagt. Real Madrid hat viele Baustellen. Kylian Mbappé ist meiner Meinung nach keine davon. Der könnte trotzdem ein bisschen mehr nach hinten arbeiten. Ich bin gespannt, ob der Franzose morgen eine halbe Stunde spielen kann, ob es ein Bluff ist von Xabi Alonso, ob der von Anfang an spielt. Bei diesem Real Madrid kann ich mir inzwischen allem vorstellen. Ich glaube auch, das ist so ein Punkt, wo Real Madrid sich entscheiden muss, wie wir spielen wollen. Wenn wir auf Augenhöhe spielen wollen, wenn wir Ballbesitz haben wollen, wenn wir unserem Spieler vertrauen und dem Spielaufbau, dann musst du fast mit einem Kylian Mbappé spielen, weil dann lässt du den Ball laufen, bis du irgendwann gegen die hohe Abwehrreihe von Barcelona den Stecker spielen kannst und kein Spieler auf dieser Welt ist so schnell wie ein Kylian Mbappé. Wenn du, wie gegen Atletico Madrid, mit langen Bällen spielen möchtest, weil du dem Pressing von Barcelona nicht entkommen kannst und ja, keine Lösungen findest, den Ball spielerisch rauszuspielen. Wenn du wieder auf lange Bälle gehst, musst du fast mit einem Gonzalo spielen, weil derjenige ist, der dir hier und da mal auch so einen Ball abfängt. Aber das ist meine Meinung. Eure könnt ihr dazu gerne in den Kommentaren lassen. Ja, bevor wir zum letzten Thema des Videos kommen, zu den Innenverteidigern, würde ich vorschlagen, schauen wir uns das Training von unserer Mannschaft gestern in der Vorbereitung auf das Finale gegen den FC Barcelona an.
Ja, wie ihr gesehen habt, da war ein Kylian Mbappé noch nicht mit dabei. Der ist erst danach gelandet. Heute soll er, wie ihr eben gehört habt, mittrainieren. Und dann schauen wir mal, ob er morgen bereit ist. Aber der Rest der Mannschaft hat mir gut gefallen. Viel Intensität. Die eine Szene fand ich lustig. Xabi Alonso flankt und Carvajal macht ein Kopfballtor. Das hätte auch vor 10 Jahren so auf dem Platz passieren können. Oder wahrscheinlich noch vor 6, 7 Jahren. Also auf jeden Fall ein bisschen Nostalgie in meinem Madrid-Herz. Ja, und kommen wir aber jetzt weg von der Aktualität von Real Madrid ein bisschen mehr in die Zukunft. Denn die Position, hinter der die meisten Fragezeichen stehen, sind die Innenverteidiger bei Real Madrid. Wir haben David Alaba, mit dem Xabi Alonso nicht zählt, der wahrscheinlich seine letzten Monate bei Real Madrid verbringt. Wir haben einen Antonio Rüdiger, wo keiner weiß, wie es am Ende der Saison aussieht. Wir haben einen Eder Militao, der ständig verletzt ist. Wir haben einen Dean Housen, ja, auf den man eigentlich setzen kann, aber der auch dauerverletzt ist, immer wieder. Real Madrid braucht in dieser Innenverteidigung Lösungen. Ich möchte den Raúl Asensio nicht vergessen, aber das ist der Einzige, der so ein bisschen, ja, Stabilität in die Abwehr bringt, der eigentlich fast immer fit ist. Ich möchte ihn jetzt nicht jinxen. Ja, Real Madrid möchte allerdings auf diesem Sommertransfermarkt aktiv werden. Und der Name, der immer lauter wird, ist der von Nico Schlotterbeck. Ja, die Bild hat dazu etwas gesagt. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Was die Upamecano-Entscheidung für Schlotterbeck bedeutet. Es sieht danach aus, dass Dayo Upamecano seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert. In den zentralen Knackpunkten wie Handgeld und mögliche Ausstiegsklausel herrscht weitgehend Einigkeit. Es müssen nur noch Details geklärt werden. Große Hürden für eine weitere Zusammenarbeit gibt es nicht mehr. Warum ein Bayernwechsel von Schlotterbeck möglich bleibt. Ein Transfer Richtung München ist damit nicht automatisch vom Tisch. Zum einen, weil die Bayern intern weiter über die Zukunft von Innenverteidiger Min Jae Kim diskutieren. Zum anderen halten sich die Gerüchte, dass die Münchner bei Schlotterbeck auch einen ablösefreien Deal im Sommer 2027 im Blick haben. Genau hier liegt das Problem. Das wäre für den BVB das Worst-Case-Szenario. Zuvor würde Dortmund wohl eher einem Verkauf ins Ausland zustimmen. Dort ist das Interesse längst konkret. Heißester Schlotterbeck-Interessant bleibt Real Madrid, die einen neuen Abwehrchef suchen und sich perspektivisch von Antonio Rüdiger trennen wollen. Upamecano galt bei den Königlichen lange als Wunschlösung. Mit seiner Entscheidung für den FC Bayern rückt Schlotterbeck nun noch stärker in den Fokus. Klar ist aber auch, unter 50 Millionen Euro Ablöse wird Dortmund den Verteidiger im Sommer nicht ziehen lassen. Ja, ihr habt es gehört, Hauptkandidat für Schlotterbeck ist Real Madrid, laut Informationen der Bild. Aber bevor wir uns weiter über meine Meinung zu diesem Thema unterhalten wir uns mal nicht nur über die Meinung der Bild, unterhalten wir uns auch über die Meinung von Fabrizio Romano. Hören wir da zusammen einmal rein. Ist Schlotterbeck heute der aussichtsreichste Kandidat? Er ist nicht der aussichtsreichste, aber er ist ein Spieler auf der Liste, die Madrid beobachtet, denn sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft 2027 aus. Viele der Innenverteidiger, die auf dem Markt waren, werden am Ende ihre eigenen Verträge verlängern. Und ich glaube, das wird bei Schlotterbeck nicht passieren. Also beobachtet Madrid ihn. Er ist ein Spieler, den die sportliche Leitung mag, aber im Moment gibt es noch keine Verhandlungen, es ist noch nichts fortgeschritten. Es werden viele Vereine an Schlotterbeck interessiert sein. Also sicher, Madrid wird auf dem Markt für Innenverteidiger sehr aktiv sein, wie du gesagt hast, denn Alaba wird gehen, Rüdiger hat sich im Moment noch nicht entschieden. Also Schlotterbeck steht auf der Liste, aber ich glaube, es wird eine ziemlich lange Liste sein und es wird einige Zeit dauern, bis Madrid entscheidet, wen sie verpflichten werden. Ja, also, es ist alles noch nicht konkret, aber man muss sagen, die anderen Kandidaten, die fallen links und rechts so ein bisschen weg. Konaté ist ja so ein bisschen aus dem Rennen, ein Upamecano ist aus dem Rennen, ein Gueye war ja kurz im Rennen, jetzt heißt es, Manchester City möchte ihm jetzt noch im Wintertransfermarkt holen. Die können es sicher leisten, haben ja gerade für den Semedo 75 Millionen Euro bezahlt. Ich sage es jedes Jahr wieder. Wenn man vergleicht, gegen welche finanziellen Großmächte Real Madrid mithalten muss, ist es ein Wunder, dass wir das fußballerisch schaffen. Aber anderes Thema. Ich glaube, es gibt auch so Kandidaten,
deren Berater Real Madrid gerne nutzen, um Druck auszuüben. Ich glaube, so ein Gueye kann ein guter Fall sein. Kaum kam Real Madrid ins Gespräch, auf einmal schreitet Manchester City ein. Upamecano kriegt auf einmal von den Bayern 20 Millionen Euro brutto. Naja, das ist das übliche Gehabe. Ob das bei einem Nico Schlotterbeck anders aussieht, kann ich euch nicht sagen. Fabrizio Romano hat selber gesagt, ihr habt es gehört, er vermutet, ein Schlotterbeck wird nicht bei Dortmund verlängern. Das würde ja dagegen sprechen, dass er eigentlich nur bessere Konditionen bei Dortmund möchte. Ich persönlich fände den Transfer gut. Viele von euch wundern sich. Erstens bin ich schon seit langer Zeit ein großer Fan von Schlotterbeck. Zweitens hat er Erfahrung. Ich finde, Real Madrid braucht zumindest etwas Erfahrung im Team. Es können, ich habe es schon mal gesagt, nicht alle 19 oder 20 sein. Er ist Linksfuß, was in der Welt des Fußballs als Innenverteidiger schon ein dicker Bonus ist. Ich glaube, ein Dienhausen könnte auch rechts spielen. Real Madrid braucht neue Innenverteidiger. Die Verletzungshistorie, die wir in den letzten 2 Jahren haben, es kann nicht angehen, dass wir ständig Spieler auf anderen Positionen spielen lassen müssen, wie in Tchouaméni etc., weil uns ganz einfach die Spieler ausgehen. Ja, also meiner Meinung nach wäre Schlotterbeck ein guter Kandidat. Vor allem ist seine große Stärke auch der Spielaufbau, genau da, wo Madrid am meisten Probleme hat. Vielleicht stehe ich alleine mit der Meinung, eure könnt ihr wie gesagt gerne immer in den Kommentaren lassen. Aber Fabrizio Romano hat gesagt, es muss nicht Schlotterbeck sein, es kann Schlotterbeck und jemand anderes sein. Denn einer, der wird irgendwie ständig außer Augen verloren, aber der verdient sich in Italien seine Sporen. Ihr wisst inzwischen wahrscheinlich, über wen ich rede. Hören wir da zusammen einmal rein. Jacopo Ramon. Ja, denn dieser Verteidiger macht sich auch in Italien sehr gut. Und auch in diesem Fall hat Real Madrid Jacopo Ramon mit einer Rückkaufklausel verkauft. Ein wirklich ähnlicher Preis wie bei Nico Pass. Wir liegen bei etwa 8 Millionen Euro, um Jacopo Ramon zurückzukaufen. Also Jacopo Ramon macht sich in der Serie A großartig. Real Madrid beobachtet Como ständig, wie Sie sich vorstellen können, wegen Nico Pass und Jacopo Ramon. Die Innenverteidigersituation bei Real Madrid mit Toni Rüdiger, dessen Vertrag ausläuft, mit David Alaba, der den Verein voraussichtlich verlassen wird, mit Militao mit einigen Verletzungen. Offensichtlich werden Innenverteidiger ein entscheidender Schwerpunkt für Real Madrid im Jahr 2026 sein. Und was Jacopo Ramon betrifft, so beobachtet Real Madrid seine Fortschritte ganz sicher. Dann verfolgen auch Leute von der spanischen Nationalmannschaft, Scouts der spanischen Nationalmannschaft aus dem Umfeld des Trainers Luis de la Fuente, die Entwicklung von Jacopo Ramon bei Como. Ganz sicher, Jacopo Ramon und Nico Pass, 2 Namen, die man für die Zukunft von Real Madrid im Auge behalten sollte. Ja, Jacopo Ramon. Ich muss mir den Schuh selber anziehen. Ich berichte oft über Como, aber ja, Hauptaugenmerk liegt wohl eher auf Nico Pass, der offensive Argentinier, der Zauberer. Da achtet man mehr drauf. Aber hinten steht ein 21-jähriger, 1,96 Meter großer Spanier. Jacopo Ramon verdient sich seine Sporen, spielt echt eine bockstarke Saison bei Como. Ich habe euch mal so ein bisschen Zahlen, Statistiken eingeblendet. Und das wäre, um ehrlich zu sein, so ein ganz typischer Real Madrid-Transfer. Den Spieler aus der eigenen Jugend wieder zurückholen für 8 Millionen Euro. Das ist so das Geld, wo ein Florentino Perez sich die Hände reibt. Und ein Jacopo Ramon passt auch in dieses Profil. 4. Innenverteidiger. 4. oder 5. Innenverteidiger. Da hat Real Madrid immer gerne einen Canterano. Jetzt muss natürlich auch ein Jacopo Ramon schauen, was möchte er mit seiner Karriere? Ist er lieber 5. Innenverteidiger, 4. bei Real Madrid? Oder ist er woanders unangefochtener Stammspieler und, wie ihr hört, inzwischen sogar interessant für die spanische Nationalmannschaft? Ja, das ist immer die Frage der Fragen. Ich persönlich kann mir noch nicht vorstellen, dass ein Jacopo Ramon jetzt Stammspieler bei Real Madrid wäre. Ich glaube, einem Militao, einem Hausen ist es schwer vorbeizukommen. Ja, muss Jacopo Ramon für sich entscheiden. Es wäre aber so ein typischer Real Madrid-Transfer. Formuliere ich es mal so. Ja, bin ich gespannt, wie eure Meinung zu der Innenverteidiger-Situation bei Real Madrid ist. Würdet ihr mit Antonio Rüdiger verlängern? Würdet ihr mit Alaba verlängern? Oder würdet ihr wirklich den Umbruch starten? Jacopo Ramon, vielleicht einen Joan Martinez, einen Schlotterbeck holen? Lasst mir, wie gesagt, eure Meinung in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video. Hypen, hypen, hypen.
Wer noch kein Follow da gelassen hat, macht das. Dann schaffst du es tatsächlich noch unter die ersten 20.000. Tust mir einen riesen Gefallen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!